kenne die Branche seit 2011. Ihr seid auch mein Eingangstor für diese Branche gewesen. Die AV Solution Partner, jetzt auf der Bühne Jenny Köhler und Andreas Promny im Vorstand. Es geht um, warum braucht die Branche einen Verband? Und davon werden wir jetzt einiges erfahren und vor allen Dingen ein bisschen Ausblick, oder? Genau. Vielleicht? Wir lassen uns überraschen, Andreas, auch du dich? Oh, wunderbar. Legt mal los. Ich bleibe ein bisschen auf der Bühne und habe euch im Blick und los geht's. Okay, dann Du starte ich darfst mal. anfangen, genau. Ja, AV Solution Partner e.V. Also als erstes mal würde man ja sagen, das ist ja gar kein Verband, das ist ja ein Verein. Ein Verein, ja, Bier trinken, kegeln, Garten machen. Er ist entstanden letztendlich daraus, dass Familienbetriebe der AV-Branche sich zusammengeschlossen haben und gemerkt haben, dass sie ähnliche und gleiche Probleme haben und dann gesagt haben, okay, eigentlich sind wir durchaus in der Lage, uns auszutauschen und damit natürlich einen Profit für jeden Einzelnen herzustellen. Das ist der Punkt, wie ein Verband nach innen wirkt. Und wir haben die Definition des Vereins, der aus Betrieben besteht, als Verband aufgenommen. Deswegen schimpfen wir uns als Verband. Komischerweise hat uns das keiner in dieser Form nachgemacht. Deswegen sind wir leider der Einzige und auch der Größte zurzeit immer noch dabei. Ich gehe nochmal zurück in die Zeit, als wir angefangen haben. 1999 ist der Verband damals nur als die Professionals für Video und Audio gegründet worden. Und zwar mit dem Hintergrund, dass sich eigentlich die A-Händler der JVC-Händlerschaft im Prinzip zusammengetan haben davor. Das war eine Idee von JVC, nicht von uns. Und man eben halt gemeinsame Marketingaktivitäten machen wollte. Das hat aber von dem Hintergrund her nicht so richtig funktioniert, weil es nicht selbst organisiert war. Es gab einen großen Partner, der mit viel Geld eingestiegen ist. Die Mitgliedschaft kostete damals, ich glaube, 50.000 Mark dabei pro Jahr. Das war richtig, richtig viel Geld für die kleinen Betriebe, wenn man sich vorstellt, dass diese Branche so im Wesentlichen, sage ich mal, 85 bis 90 gegründet worden ist. Das heißt, wir waren also alles relativ kleine Betriebe, kleine Anfänger. Ich gucke jetzt immer zum Klaus auch, weil Klaus war mit einer der ersten Mittäter dabei und ich muss direkt korrigieren, ich bin nicht mehr im Vorstand. Nur Jenny ist im Vorstand dabei. Nach 25 Jahren haben Klaus und ich uns überlegt und insofern ist es auch eine Ablösung, die gleichzeitig stattfindet, ein junges Team eben halt dann neu aufzustellen, weil wir sind kein Verband, der oben drüber wie ein Lobbyverband eine Leitungsebene hat, die teuer bezahlt mit ganz vielen Spezialisten unterwegs ist, sondern wir haben uns selbst organisiert. Das heißt, unsere Vorstände arbeiten quasi ehrenamtlich. Ja gut, sie kriegen eine Ermäßigung ihres Beitrages, weil wenn sie fleißig sind dabei, aber eigentlich ehrenamtlich und wir wechseln die Aufgaben. Und deswegen gibt es eben halt tatsächlich auch mehrere von uns. Jetzt müsste es funktionieren. Ja, genau. Das ist mittlerweile die Karte, auf die wir sehr stolz sind, weil wir aus 17 Unternehmen mit 40 Standorten eben halt existieren und das in Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir leisten uns den Luxus, Mitglieder, die mit uns zusammenarbeiten möchten, persönlich auszuwählen und eben halt auch auf ihre Verträglichkeit miteinander zu prüfen. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, ein Quertreiber reicht, um einen ganzen Verband lahmzulegen. Und das ist uns bisher zum Glück nicht passiert. Jetzt haben wir natürlich den Untertitel, was haben unsere Kunden davon, dass wir uns so schön verstehen und dass wir uns immer treffen und dass wir uns gegenseitig im Prinzip erzählen, was wir tun. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben in dieser Branche wenig Zusammenhalt. Es gibt keinen Ausbildungsberuf, es gibt keine wirkliche Weiterbildungsinstanz. Die Medientechniker wachsen nicht von alleine aus dem Boden. Die studieren, sind meistens nicht für die handwerklich gehobene Arbeit geeignet. Und insofern besteht die Notwendigkeit, dass wir natürlich auch selber Dinge in die Hand nehmen und uns überlegen, wie zum Beispiel auch unser Nachwuchs entsteht oder wie zum Beispiel gemeinsame Probleme in der Leitungsführung im HR-Bereich eben halt gelöst werden können. Und dabei versuchen wir halt eben auch immer gerade mit Blick auf den Kunden zu arbeiten. Das heißt also immer zu gucken, was könnte für unseren Kunden von Vorteil sein, wenn wir bestimmte Aktivitäten dabei leisten. Zum Beispiel
gibt es eine Aktivität, die wir entdeckt haben, dass die Hochschulen einen sehr hohen Austauschbedarf haben miteinander, aber wenig voneinander mitbekommen. Und wir haben damals, vor 2 Jahren war das gewesen, den Education Talk gegründet, eine reine Online-Veranstaltung, wo ausgesuchte Themen aus dem Hochschulalltag der Medientechnik von Angehörigen der Hochschule vorgetragen werden und andere Hochschulen einfach zuhören. Wir sind sehr überrascht gewesen, dass es plötzlich bei jeder Veranstaltung über 100 Teilnehmer gibt. Also offensichtlich etwas, was tatsächlich einen Kundennutzen auch bringen kann aus der Tätigkeit, die wir herausführen. Wir machen ein Symposium auf der ISE seit 2000 und, Klaus, 1? Irgendwie jedenfalls schon urlange, ganz lange. Wir sind jedes Jahr dort. Das heißt, wir nehmen unsere Kunden mit und machen im Prinzip eine Führung auf der weltgrößten Messe dieses Bereiches. Und wir befassen uns natürlich mit Spezialthemen, die wir, wie zum Beispiel so eine LED-Wand ausrollen. Was ich hier in der Hand habe, sind übrigens Karten, die auf unsere Veranstaltungen hinweisen, die man an unserem Stand, das ist der einzige schön beleuchtete Stand mit einem orangenen Teppichboden, eben halt finden kann dabei. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter, bevor dann Jenny mich hoffentlich inhaltlich ablöst. Vor ein paar Jahren kam Klaus und sagte, ich habe eine Idee. Wir machen das so wie die Amerikaner. Wir fragen einfach mal unsere besten Lieferanten, ob sie nicht mittun wollen. Und wir haben dann ein sogenanntes Preferred Partner Board gegründet. Dieses Preferred Partner Board dient der Kommunikation untereinander. Es kennzeichnet die Lieferanten, die den größtmöglichen Umsatz mit uns haben. Nicht alle und nicht alle gleich mit allen, aber die Schnittmenge ist schon sehr, sehr hoch und es hat natürlich auch eine mögliche Gleichverteilung. Man sieht sehr schnell, da ist Audio drin, da ist Befestigungstechnik drin, da ist IT drin, da sind Distributionen drin dabei. Deswegen entstehen natürlich Ungleichgewichte, aber der große Vorteil ist, dass wir versuchen, unsere Projekte in ihrem Lösungsansatz mit diesen Lieferanten zu koordinieren. Das heißt, wir geben auch die Probleme zurück, die in den Projekten entstehen. Und damit sind wir im Dialog mit einem wichtigen Part des Ganzen, nämlich den Herstellern. Das hier ist das, was ich eben meinte mit der Ablösung der Generation. Und damit das Ganze nicht so viel Arbeit macht, haben wir uns überlegt, dass ein 4-köpfiger Vorstand eben halt eigentlich vernünftig ist und tatsächlich eben halt eine Aufteilung auf die verschiedenen Bereiche hat. Jetzt wird man sagen, na gut, komische Aufteilung der Bereiche, Verwaltung, Finanzen, Hersteller, interne Kommunikation. Es spiegelt tatsächlich die Anforderungen wider, denen wir uns stellen müssen. Interne Kommunikation ist ein Knochenjob. Ich weiß, wovon ich rede dabei. Und das bedeutet mit vielen Partnern im Rahmen ein eigenes Programm aufzustellen. Aber natürlich auch die anderen Dinge sind mehr orientiert, wie zum Beispiel auch Herstellerkooperationen oder eben halt auch die ISE dabei als eigene Projekte, die halt durchgeführt werden sollen, sodass wir damit glauben, tatsächlich erfolgreich ohne einen großen Kostenapparat arbeiten zu können. Das hat dann zur Folge, dass wir natürlich die Beiträge und die Herstellerbeiträge auch sehr stark für öffentliche Maßnahmen einsetzen können. Wie gesagt, auch auf dieser Messe zu sein, ist nicht gerade für jeden preiswert. Ich meine nicht die Eintrittskarte, ich meine den Stand, den man hier haben muss. Aber wir arbeiten ja mit Ebenet Media zusammen und haben uns dann hier auch ein bisschen engagiert. So, AV-Technik versus 2050, 2025. Einen Satz will ich noch sagen. Ich will noch in Erinnerung rufen, 1999, das war die Zeit, als es noch kein Social Media gab. Es war die Zeit, als wir gerade einen Internet-Hype erlebten. Jeder machte ein Portal auf. Wir haben auch eins aufgemacht, AV Media Map dabei, an dem wir heute noch knabbern, dabei. Und es gab tatsächlich nur Mail als Kommunikation. Also viele Nachrichtenkommunikationsformen waren noch gar nicht geschaffen und standen uns auch gar nicht zur Verfügung. So, Jenny, jetzt bist du dran. Ich übergebe das. Dankeschön. Ja, warum braucht es denn jetzt eigentlich so den Verband? Warum haben wir die Arbeit aufgenommen? Warum stecken wir da so viel Herzblut auch rein? Ich bin ja das Kind von Selbstständigen, das heißt, ich bin auch damit groß geworden. Ich habe mit XLR-Kabeln gespielt und
Wenn man so zurückblickt, ich habe ChatGPT mal gefragt, was ist denn eigentlich der Unterschied so von 2015 bis 2025? Einfach mal nur diese 10 Jahre zu nehmen. Und das kam original so raus. Ich glaube, man sieht es, ich habe noch alte Fotos durchgesucht, wo wirklich Projektoren schön aufgereiht wurden. Und heute sind wir einfach bei Netzwerktechnik, hochkomplex. Wir haben eine totale Verschmelzung eigentlich auch mit der IT, wo wir dann auch gucken müssen, wo kriegen wir das irgendwo zusammen, kommen wir uns ins Gehege, wer braucht wen, wie kriegen wir das zusammen und haben da, das ist das eine, aber natürlich auch ein riesen Spannungsfeld drumherum. Wir befinden uns irgendwo, also ich kann mir, wer kann sich denn noch daran erinnern? Ich weiß, das war vor 2015, aber dieser Vulkan steht da nicht unbedingt umsonst drauf. Die erste große Welle, wo Videokonferenzen installiert wurden, war 2009, als bei den Isländern der Vulkan hochging. Und auf einmal über ganz Europa eine Aschewolke war. Ich war damals im Urlaub, ich war die Letzte damals, die noch in Stuttgart landen durften, bevor sie uns irgendwo umgeleitet haben. Aber da konnten viele nicht mehr fliegen und da haben sie gemerkt, ja, irgendwie ist es doch am Ende auch günstiger, wenn hier unser promovierter japanischer Prof nicht irgendwo ständig zu jeder Veranstaltung von A nach B fliegt, sondern wenn wir Videokonferenzen installieren. Das war damals so die erste große Welle, deswegen habe ich den da mit rein, aber natürlich haben wir auch noch viele, viele andere Probleme. Klar, Coronavirus, wir haben das weltpolitische Geschehen, der Krieg, nur Tafelanlagen zu installieren, der Stahlpreis ging nach oben, Ukraine, da kam maßgeblich der Stahl her. Wir haben natürlich ein unglaubliches Know-how, das wir brauchen. Wie gestalten wir die Bildung? Wir haben das Problem, keiner will mehr eine Ausbildung machen. Das gesellschaftliche Ansehen von Ausbildung, von Handwerkertum ist so gesunken, wir können nicht alle studieren. Wir brauchen auch irgendjemanden, der das Netzwerk baut vor Ort. Sonst können wir alle keine Homeoffice machen. Homeoffice versus ich gehe raus, bin im Außendienst tätig. Naja, wer legt mir denn das Kabel ins Haus, dass ich überhaupt Homeoffice machen kann? Und dann haben wir natürlich noch eine irre Bürokratie, die uns alle plagt. Das wird alles nicht weniger. Wir haben ein Entgelttransparenzgesetz, wir haben ein Lieferkettengesetz, Kinderarbeit und ich weiß nicht was, will alles eingehalten werden. Qualitätsmanagement, wir sind alle nur noch am Papier ausfüllen und das handschriftlich, weil digitalisiert ist, nichts. So, wie gehen wir denn da eigentlich weiter vor? Und genau in diesem Spannungsfeld, man sieht es, ich habe geguckt, ich habe es noch umgestellt, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als AVSP. Wir sind in diesem Spannungsfeld zwischen dem und verstehen uns nicht, wir lieben die Spannung, wir lieben die Aufregung, sondern wir sind zwischen Kunde und Hersteller. Wir versuchen zu schauen, wir gehen da rein, was wollen die Kunden? Jeder kennt den Satz, wenn wir dann anfangen, Fragen zu stellen, ja, ich wollte doch eigentlich nur einen Beamer kaufen. Und wenn wir dann anfangen, die entsprechenden Fragen zu stellen, wie breit ist denn die Projektionsfläche? Braucht ihr Ton? Wie groß ist der Raum? Wenn Audio ins Spiel kommt, brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen Akustik-Know-how. Und da ist der Kunde, der hat ganz viele Ideen. Und wir sind da, um diese Ideen zu identifizieren, ein Konzept auszuarbeiten und haben da natürlich im anderen Ende die Hersteller und Lieferanten mit ihren grandiosen Ideen, aber die vielleicht oft auch nicht wissen, ja, wie tickt denn der Kunde eigentlich? Wie funktioniert das denn? Das geht ja viel weiter über den Beamer hinaus und seine Klassenräume, sondern wo kommt denn eigentlich das Geld her? Wer ist denn eigentlich der Träger? Muss ich denn ausschreiben? Da haben viele Hersteller, ich weiß, es sitzen welche da, verzeiht's mir, die Realität sieht aus, ja, wann kommt denn das Projekt? Ja, gut, ich weiß, wie lange der Gemeinderat braucht, bitte haltet einfach mal die Füße still. Wie lange dauert es denn eigentlich und wie sind denn die Wege, wie werden denn Ausschreibungen abgerufen? Das ist Know-how und genau dafür sind wir da, das zu gestalten. Wir wollen identifizieren, wir wollen Wissen vermitteln, wir wollen aufklären und zwar in beide Richtungen. In die Herstellerrichtung zu gucken, was können wir umsetzen, aber dann auch in die Kundenrichtung zu sagen, das geht und das geht eben vielleicht einfach auch nicht.
aber ich biete dir die optimale Lösung. Und das natürlich alles, na? Oh, ich wusste gar nicht, dass ich eine Animation drin hatte. Super Sache. Genau, das ist das Bild, was es, glaube ich, am besten trifft. Wir stellen Fragen, wir sagen, das geht. Wir stecken Hirnschmalz rein und gucken natürlich auch unter optimaler Ressourcennutzung. Und das Ganze unter dem Fokus Nachhaltigkeit. Warum habe ich das explizit so mit reingenommen? Das Thema ist, Nachhaltigkeit hat immer den Stempel des grünen Pflänzchens und Umwelt und Klima, Greta Thunberg und ich weiß nicht was. Wir müssen alle die Erde schonen. Was aber eigentlich in der Nachhaltigkeit steckt, ist viel, viel komplexer. Das ist eine Ausgewogenheit zwischen der Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen. Das heißt, wir schauen uns an, zum Beispiel, wie sieht denn die ökonomische Komponente aus? Das heißt, wie bin ich denn wirtschaftlich erfolgreich? Da kommt das Ganze, in der VOB heißt das nicht, das günstigste Angebot muss gewählt werden, sondern das wirtschaftlichste. Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Was kann ich da tatsächlich, jetzt muss ich auf meinen schönen Spickzettel gucken, wie kann ich denn schauen, dass ich Ressourcen ordentlich nutze? Wie kann ich langlebige Partnerschaften eingehen? Wie gehe ich mit diesem ganzen Baurechtsausschreibung-Kontext um einfach für alle optimal das, was ich habe, zu nutzen? Das Gleiche gilt für die Ökologie. Da kommt natürlich die ganze Nachhaltigkeit rein. Wie kann ich Ressourcen schonen? Es soll ein Reparaturgesetz auf den Weg kommen. Jeder sagt, oh Gott, wir verkaufen keine schwarzen Kästchen mehr. Darum geht es nicht. Wir müssen uns überlegen, wir haben nur die eine Welt, natürlich auch da, wie nutzen wir Ressourcen, aber was können wir zum Beispiel an Servicekonzepten entwickeln, dass wir eben das, was ich an Technik habe, möglichst lange nutzen können, dass wir alle davon leben können, Dienstleistung zu bringen. Die Dienstleistung versorgt Menschen, schafft wiederum Arbeitsplätze und damit komme ich dann natürlich zu der ganzen sozialen Komponente. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Wie schaffe ich Ausbildung? Ich brauche diese Menschen. Es gibt nicht diesen einen Ausbildungsberuf. Es gibt den IT-Systemelektroniker, es gibt die Veranstaltungstechniker. Wenn ich so spreche, schließe ich die Frauen auch immer mit ein, Chancengleichheit und Diversität. Es wäre schön, wenn ich mal nicht die einzige Frau auf einer Veranstaltung bin. Frauen sind herzlich willkommen. Wir trauen ihnen alles zu, unbedingt. Chancengleichheit, wirklich zu gucken, wie bringen wir die Leute unter? Wir wollen bilden, wir wollen qualifizieren. Das Thema wirklich Ausbildung ist ganz gravierend. Wir haben nicht diesen einen Ausbildungsberuf. Wie können wir vielleicht auch deutschlandweit einen Ausbildungsberuf schaffen gemeinsam? Und natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir wollen integrieren, wir wollen ausbilden. Wir sind alles Unternehmer. Wir tragen die deutsche Wirtschaft. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, Arbeitsplätze zu schaffen, auszubilden, reinzugehen und den Menschen einfach eine Lebensgrundlage zu bieten. Und auch dafür stehen wir als Verband. Nochmals, wir sind alle Unternehmer. Das Thema Nachfolge ist ganz, ganz groß. Wie können wir auch Unternehmen in die nächste Generation führen, um auch da weiterführend Arbeitsplätze und eine Arbeitsgrundlage zu haben. All das versuchen wir. Das ist eine Heidenarbeit. Wir haben 25 Jahre hinter uns, Klaus, Andreas, und wir wollen das weiterführen natürlich, denn wir haben die Zukunft. Wir als AVSP sind da wirklich als Bindeglied unterwegs. Ich muss mal weiter, dass es mir alle meine schönen Dinge reinpackt, genau jetzt. Wir als AVSP wollen da wirklich Bindeglied sein. Wir wollen verbinden, wir wollen Menschen zusammenbringen in all diesen Aspekten, Kundenbedürfnisse identifizieren, die besten Ideen des Marktes reinzubringen, um einfach geniale Konzepte zu realisieren, geniale Projekte zu realisieren. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick gewähren. Und auch hier klappt es mit dem Applaus von ganz allein, brauche ich gar nicht zu sagen. Ja, herzlichen Dank, ihr zwei. Andreas, vielen Dank für die Korrektur. Ich bin da so drin, ich bin auf Autopilot gelaufen mit der Anmoderation. Das habe ich mal gemerkt, wenn man dann einmal so halbwegs
automatisch läuft. Dann kommt das so raus. Zeigt mir die große Verbundenheit zu euch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Korrektur. Jenny, mit dem Nachhaltigkeitsdreieck, ne, das ist das, was mich seit meinem Studium, seit 1996 begleitet. Deswegen fand ich es irgendwie auch nochmal ganz cool, das zu sehen. Gibt es Fragen von euch? Tippitoppi sehe ich gerade als Geste aus dem Publikum. Ja, vielen Dank. Ausbildung hast du jetzt gerade nochmal angesprochen als Aufgabe. Das ist ein dickes Brett, oder? Ja, weil wir eben diese Unterschiedlichkeit der Berufe haben. Wir haben IT-Systemelektronen, es gibt noch den Mediengestalter, der viel an der Uni ist. Aber wir haben einfach, das ist ein Riesenbrett in Form von, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und die Erziehung geht schon in den Kinderzimmern los. Wir können leider nicht die Erziehung der ganzen Kinder übernehmen, wo einfach auch vermittelt wird, dass Ausbildung genauso richtig ist wie ein Studium. Ich glaube, da müssen wir viel Grundlagenarbeit schaffen, aber wer Lust hat, umzusteigen in die Praxis, darf gern zu uns kommen. Wir haben 17 Firmen, die Personal suchen. Aber es gibt auf eurer Webseite auch tatsächlich die Stellenbörse. Genau. Deutschland, Österreich, schweizweit. Es gibt noch einen Ausblick. Noch einen Ausblick? Ja. Los geht's. Und zwar, wir haben sehr viel erzählt über die Tatsache, wie es rückwärts ist, aber wir müssen natürlich auch nach vorne gucken. Und ein wichtiger Punkt ist dabei, wir wachsen, wir werden größer, wir werden teilnehmermäßig immer mehr. Und so werden wir regionalisieren, wir werden regionale Veranstaltungen machen. Einer findet statt im Herbst jetzt schon, ein sogenannter Summit im Süden. Und wir befassen uns ernsthaft mit dem Gedanken, eine assoziierte Mitgliedschaft zu schaffen. Das heißt also auch Partner, die mittun wollen und die beitragen wollen zu einem gesamten Wachsen der AV-Branche durch Austausch, durch weiteren Erwerb von Wissen, durch gemeinsame Veranstaltungen eben halt auch mit zu assoziieren und uns zu entfernen von der reinen Mitgliedschaft der AV-Systemintegratoren dabei. Also das ist etwas, was sicherlich noch auf dem Plan steht. Auch wenn ich nicht mehr Vorstand bin, darf ich es trotzdem Aber sagen. es ist schön, ihn dabei zu haben, weil er bringt nämlich genau das, hey, ihr habt da noch was vergessen. So, und Er er hat ja, stupst an. und er forciert das ja auch, indem er immer noch wir sagt und nicht ihr. Er Auch gehört das, ja genauso dazu. Andreas, das geht auch nicht aus dir raus. Ja, es gibt am 4.12. den mittlerweile 10. Education Talk. Ne? Genau. Du hast gesagt, seit 2 Jahren, das ist irgendwann in Corona entstanden. Tatsächlich, da sind wir immer weit über 100 Personen. Also auch wenn ihr in die Hochschulen Kontakte habt, digitale Veranstaltung, keine Werbeveranstaltung, sondern Austausch. Das ist das, was ich bei all euren Veranstaltungen immer erlebe, an denen ich teilhaben darf. Es ist Austausch, es ist auf höchstem Niveau, freundschaftlich verbunden zu sein, fair. Jetzt stehe ich zwischen euch, das ist wunderbar. Ich danke euch für den Impuls. Nochmal einen Applaus für die beiden.